nicht zur Vernunft kommst, werde ich einen Anwalt einschalten müssen. Du willst mich zwingen, deinen Sohn umzubringen? Das kannst du nicht machen. Wenn Sie teilnehmen wollen, brauche ich nur noch eine Geburtsurkunde. Was denn? Doch ein peinlicher Zweitname, hä? Name des Vaters unbekannt. Dann ist dein Vater nicht mein Vater. Hey, da bist du ja. Wir müssen los, sonst verpassen wir den Anpfiff. Wir gehen nirgendwo hin, bevor ihr mir das hier nicht erklärt habt. Was ist das? Das ist meine Geburtsurkunde. Und in meiner Geburtsurkunde steht, dass mein Vater unbekannt ist. Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Könnt ihr mir mal bitte antworten? Ist er mein Vater oder ist er nicht mein Vater? Nervös? Nein, nicht. Ich verstehe noch nicht, wie es so weit kommen konnte. Das ist eine Extremsituation. Da reagiert niemand mehr rational. Ich verstehe ja, wenn jemand trotz Meinung ist und glaubt, dass man Philipp lieber gehen lassen sollte. Aber diesen Fall vor Gericht zu bringen, das ist Unangemessen und kaltherzig. Er ist sein Vater. Er sollte hier bei uns sitzen und nicht gegen uns kämpfen. Danke, dass Sie gekommen sind. Es war so wichtig, dass Sie mich hierher zitiert haben. Ich hatte gehofft, dass wir noch einmal in Ruhe über alles reden können. Sollten Sie mit alles auf den morgigen Prozess anspielen? Meine Meinung dazu steht fest. Ich bin auch Teil dieser Familie und somit nicht Ihr Feind. Und dennoch, diese Klage ist ein großer Fehler. Die Lungen eines Toten künstlich mit Sauerstoff zu fluten, ist mehr als ein Fehler. Es ist ein Verbrechen. Nico, du bist voll und ganz im Recht. Recht? Tut mir leid, aber den Glauben an die Justiz habe ich verloren, als Philipp unschuldig ins Gefängnis musste. Für einen Mord, den er nie begangen hat. Willst du vielleicht einen Spaziergang machen? Schau ihn dir an. Schau mich an. Wir waren glücklich. Mir geht es um die Würde meines Sohnes. Ist es nicht ebenso würdelos, ein derart intimes Thema zum Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung zu machen? Nicola wird nicht aufhören, an Hirngespinste zu glauben. Früher oder später wird sie Philipp dafür hassen, dass er nicht von den Toten aufersteht. Das mag Ihre Sicht der Dinge sein. Aber Sie wissen selbst, dass Sie keine Handhabe gegen Nikos Vorsorgevollmacht haben. Es wird sich zeigen. Wenn Trutz gewinnt, dann wird er mich zwingen. Dann wird er mich zwingen, ihn zu töten. Nico, das wird nicht passieren. Elena, lässt du mich kurz mit Philipp alleine? Natürlich. Na, wie ist das Training gelaufen? Okay, Und die Zeiten, haben sie sich verbessert? Entschuldigung, aber ich würde mich gern erstmal umziehen und duschen.
Hey, Eure Trainingszeiten waren nicht wirklich optimal, hm? Theresa schon mit dir geredet? Ja, nicht direkt, aber ihr Blick sagt alles. Fortschritt haben wir nicht gemacht, eher im Gegenteil. Woran liegt's? Wenn ich das so genau wüsste. Ich meine, Dionysos kommt jetzt richtig gut auf Tempo. Er ist spritzig, aber er kann die Geschwindigkeit auf der Strecke einfach nicht halten. Klingt nach einem Konditionsproblem. Seine Werte sind top, daran liegt's wirklich nicht. Woran dann? Ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich glaube, Dionysos fühlt sich unter Theresa einfach nicht wohl. Also sie ist als Jockey wirklich spitze. Sie macht alles richtig, aber Aber die Chemie stimmt nicht, hm? anders kann ich es nicht erklären. Dann brauchen wir einen Plan B. Wir müssen wenigstens testen, wie Dionysos unter einem anderen Jockey läuft. Du meinst Dana? Wichtig ist jetzt einzig und allein, wie es dir geht. Du musst niemandem was beweisen. Die Premiere. Musical-Premieren kann man auch verschieben. Nein, ich möchte doch singen. Was soll ich denn sonst tun, außer das, was ich kann? Ich schaff das schon. Es ist nur dieser eine Song, an dem diese ganzen Erinnerungen dranhängen. Aber ich komme schon damit klar, ich bin ein Profi. Und Hagen... Gott. Sowas geht doch nicht so plötzlich. Dafür muss es eine Erklärung geben. Ich spüre, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hat er doch eine andere. Oh Gott, Entschuldigung. Erst kündige ich hier groß an, dass ich mich zusammenreiße und dann sowas. Ach komm, wir sind doch deine Familie. Ja, ist aber auch gut jetzt. Ich habe mich lang genug aufgehalten. Ihr wolltet längst weg sein. Das hat auch Zeit. Nein, hat's nicht. Raus jetzt. Dana ist doch hier. Na gut, dann komm. Danke, dass ich mich bei dir einfach fallen lassen kann. Es tut mir so leid. Verwechslung, ja? Hey, hört doch auf, ich brauche euch nur anzugucken und weiß, dass da irgendwas nicht stimmt. Du hast recht. Ricardo ist nicht dein leiblicher Vater. Als ich damals nach Mallorca kam und Ricardo kennengelernt habe, da war ich schon schwanger. Von wem? Ich weiß es nicht. Es war ein One-Night-Stand. Ich habe den Mann auf einer Party kennengelernt. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Na toll. Du vögelst mit irgendeinem Typen, von dem du nicht mal den Namen weißt, und ich bin das Produkt von einem gerissenen Kondom, oder was? Stopp! Du bist mein Sohn. Und ich liebe dich genauso, wie ich Julia liebe. Von der ersten Sekunde an. Deine Mutter hat mir gesagt, dass sie schwanger ist, als wir uns kennengelernt haben. Und es war völlig in Ordnung. Auch wenn ich nicht dein Erzeuger bin. Ich bin dein Vater. Ich war bei deiner Geburt dabei. Ich habe dich im Arm gehalten. Wir gehören zusammen. Darauf kommt's an. Ach so, ja. Das ist ja eine rührende Geschichte. Ihr biegt euch aber auch immer alles so, wie ihr es gerade braucht, oder? Wer hat mir mal eingebläut, dass es im Leben um Wahrheit und Aufrichtigkeit geht? Dass man ehrlich zueinander sein muss, um sich in die Augen zu gucken. Das Prinzip der Ehrlichkeit habt ihr nicht verstanden, oder? Eltern müssen ihre Kinder doch beschützen. Wir wollten, dass du glücklich bist, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Was hätte es denn geändert? Was es geändert hätte, alles hätte geändert. Ich hätte gewusst, dass ich euch vertrauen kann. Wie soll ich euch jetzt auch was glauben? Timo, warte. Tanja, wenn du das hier abhörst, dann melde dich doch bitte mal. Komm, das Ganze war doch alles nur ein verrücktes Missverständnis. Ich bin doch nicht dein Feind. Und ich vermisse dich. Wie auch immer. Tut mir leid, wir wollten nicht stören. Tut ihr nicht. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es mit Trutz gelaufen ist. Ja. Und? Nicht so gut. Er will diese Klage unbedingt durchziehen. Ich habe zwar auch keine Ahnung, was er sich für Chancen ausrechnet. Naja, er wird wohl irgendwas in der Hand haben, sonst wäre er sich nicht so sicher. Nico, jetzt nicht paranoid werden, ja? Elena hat völlig recht. Deine Vorsorgevollmacht, die wird schon ausreichen, um die Anhörung frühzeitig zu beenden. Siehst du? Und was ist, wenn er mir irgendwie absprechen will, dass
ich überhaupt fähig bin, mich um Philipp zu kümmern? Dich als unzurechnungsfähig hinstellen? Auf gar keinen Fall, solange du so auftrittst, wie du nun mal bist. Souverän, klug, rational. Das wird jeden Richter überzeugen. Ich sag dir Bescheid, sobald ich die Angebote verglichen habe. Ist in Ordnung. Oh, Dana. Ich glaube, du kommst genau richtig. Wie geht's Marlene? Kannst du das nicht denken? Christian meinte, du willst mir irgendwas sagen. Ja. Es ist so, Dionysos macht im Training kaum Fortschritte und deshalb wollte ich dich fragen, ob du nicht doch noch mit ihm trainieren willst. Wenigstens, damit wir eine zweite Option haben, falls Theresa bis zum Derby nicht noch besser wird. Mir dir reicht's echt nicht, wenn man dir nur einmal eine Antwort gibt, oder? Dana, das hier ist eine professionelle Angelegenheit. Genauso professionell, wie wir meiner Schwester das Herz gebrochen haben. Ich hatte gehofft, du könntest das trennen. Nee, kann ich nicht. Will ich auch nicht können. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Oder gibt's noch irgendeinen anderen Grund? Dana, sag mir die Wahrheit bitte, ich kenne dich. Was macht es für einen Unterschied, ob du reitest oder nicht? Davon ändert sich die Situation mit Marlene doch auch nicht. Ich kann nicht, weil ich mich im Moment nicht konzentrieren könnte. Mir muss es gut gehen, damit ich Leistung bringen kann. Und im Moment geht's mir einfach nicht gut. Du weißt ja warum. Kapier das. Hallo, Dana. Hast du Dionysos schon gefüttert? Ich bin schon unterwegs. Misch ihm etwas mehr Hafer unter. Ich krieg ihn in den Griff. Verlassen Sie sich drauf. Was? Sie ist nicht in der Lage, die Vorsorgevollmacht adäquat einzusetzen? Ich habe Ihre Kanzlei nicht beauftragt, damit Sie mir sagen, was alles nicht geht. Ich muss Schluss machen. Entschuldigung, wir wollten Sie nicht belauschen. Aber ich wollte noch einmal das Gespräch mit Ihnen suchen. Ich glaube nicht, dass ich den Prozess oder das Schicksal meines Sohnes mit Ihnen diskutieren will. Vielleicht hören Sie meine Tochter wenigstens an, Trutz. Nico liebt Philipp über alles. Für ihn wäre sie bis zum Äußersten gegangen. Damals, als Philipp von der Polizei gesucht wurde, da war sie bereit, ihr ganzes Leben hinter sich zu lassen. Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Karriere. Das alles hätte sie aufgegeben, um bei ihrem Sohn zu sein. Sie war sogar bereit zu töten, als sie geglaubt hat, den Fahrer des Unfallwagens vor sich zu haben. Und selbst jetzt will sie ihn nicht verlassen, weil sie ihn so sehr liebt. Es geht nicht darum, wer Recht hat oder wer nicht. Das Ganze ist so eine private und emotionale Angelegenheit. So etwas darf nicht vor laufenden Kameras stattfinden. Hey, schau mal, wen ich unterwegs aufgesammelt habe. Wo warst du denn so lange? Ich habe ein bisschen die Insel erkundet. Emilio hat's mir schon erzählt. Echt heftig. Heftig? Hey, das ist krank. Hätte ich nicht zufällig rausgefunden, hätten die mir nie was erzählt. Ja, besser Ricardo als irgend so ein Disco-Gigolo. Hey, toller Kommentar, Emilio. Wozu habe ich denn eigentlich einen besten Freund, wenn er sich nicht im Entferntesten in meine Situation reindenken kann? Ich habe auch nie eine Antwort darauf bekommen, wer mein Vater ist. Sorry, aber ich meine, bisher war doch alles in Ordnung mit deiner Familie. Versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Es ist absolut nicht okay, dass deine Eltern dir nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber ein Stück weit kann ich sie schon verstehen. Immerhin seid ihr doch tatsächlich eine Familie. Na toll. Ich soll jetzt hingehen und sagen, Mensch, Freunde, ich habe nachgedacht. Wir können so weitermachen. Quatsch. Aber sie werden dir das doch nicht ohne Grund verschwiegen haben. Hör sich das einer an. Wer redet denn hier nicht mit seiner Mutter? Das ist doch was vollkommen anderes. Ich habe meiner Mutter alle Chancen der Welt gegeben. Und es kam nichts zurück. Also ich finde, dass deine Eltern die Chance verdient haben. Vielleicht kriegt ihr euch ja wieder ein. Boah, ich höre immer nur ihr. Wer hat denn angefangen, eine verkehrte Welt zu machen? Ey, was bringt es denn die ganze Zeit so anti vorzupreschen, ne? Ist ja ein super Rat. Du bist ja der absolute Experte in Sachen Familie, ja? Toll. Ich hoffe, jetzt geht's dir besser. Ey, lasst mich einfach alle in Ruhe. Klar?
ihm Zeit. So wie ich ihn kenne, kommt er heute nicht nach Hause, sondern bleibt bei Emilio. Die zwei ziehen um die Häuser und lassen ordentlich Dampf ab. Wenn er morgen früh nicht da ist, dann gehen wir ihn suchen. Schönen Dank, dass du Hagen erzählt hast, dass Dionysos gerade eine schwache Phase hat. Und dass das natürlich an mir liegt. Also erstens, Hagen ist der Eigner, also unser Boss. Und wenn er mich fragt, ob wir Fortschritte machen, was soll ich da machen, ihn anlügen? Und zweitens, ich habe ihm überhaupt nicht gesagt, dass du schuld bist. Ja, sondern? Ich habe ihm das gesagt, was ich vorher auch schon dir gesagt habe, Theresa. Du bist ein super Jockey, aber Dionysos ist vielleicht einfach nicht das richtige Pferd für dich. Oder andersherum. Was ja wohl auf dasselbe hinausläuft. Und dann hast du ihm auch noch den Floh ins Ohr gesetzt, dass er mich besser durch Dana ersetzt. Was ein Blödsinn. Hagen brauchte nur 1 und 1 zusammenzählen. Und außerdem, Dana war nur eine Alternative, falls du deine Zeiten nicht verbesserst. Also, Theresa, es liegt nur an dir. Ich krieg das Mistvieh in den Griff. Verlass dich drauf. Und egal, welche Alternative ihr noch aus dem Hut zaubert, vergiss Dana. Die wird das Rennen garantiert nicht laufen. Verlass dich drauf. Was willst du denn damit sagen? Gute Nacht. Ebenso. Was war das denn? Theresa ist sauer, weil wir über Dana als Option nachgedacht haben. Ja, ich fürchte, daraus wird nichts. Dana will auf keinen Fall für mich reiten. Ach, das wusste Theresa schon? Nee, ich glaube kaum, dass die beiden darüber geredet haben. Nein? Theresa hat gerade so eine Anmerkung gemacht, dass Dana auf gar keinen Fall starten wird. Dann hat sie vielleicht doch was damit zu tun. Was meinst du damit? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es rausfinden. Spiel ruhig weiter, ich wollte dich nicht stören. Du störst nicht. Ich habe nur ein bisschen geklimpert. Ich überlege, die Premiere abzusagen. Wegen Marlene? Klar, die Sache mit Hagen geht dir ziemlich an die Nieren. Ich hatte gehofft, die Musik würde sie ein bisschen ablenken. Vorhin bei der Probe ist sie fast zusammengebrochen. Als dann Hagen noch dazu kam, da war es ganz vorbei. Sie hat ihn angeschrien, es war ein richtiger Nervenzusammenbruch. Gott, die Arme. Und für dich und Lahnstein Entertainment natürlich eine Katastrophe. Marlene geht durch die Hölle, genau wie Nico. Tod oder das Ende einer Beziehung, das sind echte Katastrophen. Ich habe eigentlich nur ein Problem. Und der Prozess für dich wird auch ganz schön hart werden. Trotz will es wirklich durchziehen, oder? Ich fürchte ja. Sebastian hat alles versucht und ich habe ihn auch noch mal gebeten, das Ganze wenigstens nicht vor Gericht auszutragen. Aber im Prinzip hat er recht. Ich weiß. Trotzdem. Ich habe noch einmal mit ihm geredet und irgendwie hoffe ich, dass er seine Klage in letzter Minute zurückzieht. Vielleicht habe ich ihn ja erreichen können. Und wenn nicht? Dann habe ich Philipp auf dem Gewissen. Helena. Sag mal, hast du noch eine Latten am Zaun, Emilio so anzumachen? Oh, tut mir leid, ich wollte euch Mimosen nicht zu nahe treten, aber zurzeit kann ich echt keine klugen Sprüche gebrauchen. Kapierst du es nicht? Der wollte dir helfen. Kann er aber nicht. Niemand von euch kann mir helfen. Weißt du, wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie ein gepanschter Cocktail, von dem ich nicht weiß, was drin ist. Aber du kennst doch deine Mutter. Ach so. Und woher diese Locken? Oder diesen riesen Zinken im Gesicht? Warum will ich Pilot werden, wenn meine Mutter Höhenangst hat? Warum liebe ich Geschwindigkeit, wenn sie nicht schneller als 40 fährt? Und warum höre ich Heavy-Metal-Musik, wenn sie sich dauernd nur diese Popgrütze reinhaut? Weil du ein Kerl bist und ihr steht doch alle auf so ein Kram. Ach so, ist das so, ja? Dein Vater aber nicht. Und Emilio hört auch dauernd nur diese Schnulze aus Caracas. Mein Vater ist Priester und Emilio kommt aus Südamerika. Du musst dich doch mal mit Leuten vergleichen, die wirklich was gemeinsam mit dir haben. Leo, ich rede hier von Vererbung. Kapierst du das nicht? Nicht von irgendwelchen Sachen, die aus der Umgebung auf dich abfärben. Aber das tun sie. Deswegen bist du auch nach Mallorca gekommen, um deinen Vater kennenzulernen, ja? Genau. Weil ich nun mal niemanden hatte, der diesen Namen verdient hat. Deswegen weißt du auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn dieser jemand dich anlügt. Eigentlich bist du doch gar nicht sauer auf deinen Vater, sondern nur enttäuscht.
Und du hast Angst, dass du ihn verlieren könntest. Aber ich sag dir mal was, den einzigen, den du verlieren könntest, ist Emilio. Weil du dich viel zu wichtig nimmst und darüber vergisst, dass er nie einen Vater hatte. Durch? Setz dich. Hey. Ich kann von Glück reden, dass du mit den Dingern nicht so schnell bist, ne? Emilio, das Hören tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ja, du kriegst gerade die erste Lektion, wie das Leben sein kann. Und das wird einen halt manchmal ganz schön vom Hocker. Ich habe das auch schon ein paar Mal mitgekriegt. Es wird hier nicht so scharf geschossen wie in Caracas. Ja, hier wird mit anderen Waffen geschossen. Und? Was machen wir jetzt? Ja, das, was Jungs so am besten können. Wir tun uns selber leid. Verzeih, wenn ich störe, aber würdest du mir netterweise den Zucker reichen? Was? Entschuldige, ich war mit meinen Gedanken bei Hagen. Oh, wieso kann ich erst mich in deine Überlegungen mit einzubeziehen? Ich weiß ja jetzt, dass du die Dinge lieber mit dir selber abmachst. Ich habe nur darüber nachgedacht, ob ich ihn bei seinen Derby-Vorbereitungen entlasten kann. Schließlich steht seine Ehe vor dem Ruin. Oh, das ist gar nicht gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass er seine Entscheidung, Marlene zu verlassen, bereut. Er wirkte auf mich, als würde er zutiefst bedauern, dass er Marlene so verletzt hat. Ein schlechtes Gewissen kann man nicht zwangsläufig mit Liebe gleichsetzen. Oh ja, das ist wohl wahr. Aber wahrscheinlich bist du über die Dinge viel besser informiert als ich, denn Hagen ist ja dein Sohn, nicht meiner. Spar dir diese albernen Spitzen, ja? Wirklich, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Guten Morgen. 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 Philipps Vater hat nicht die geringste Handhabe gegen dich. Wir werden diesen Prozess gewinnen. Ja. Ich denke, das Recht ist auf unserer Seite. Das Recht vielleicht. Aber nicht die öffentliche Meinung. Das darf ich mal bitten. Bin ich wirklich so ein Monster? Auf was trinken wir? Gibt es einen Anlass? Sommer, Sonne, diese wunderbare Insel. Ich kenne dieses Lächeln, meine Liebe. Und normalerweise... Diego, Timo ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Wir haben ihn überall gesucht. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sag uns bitte die Wahrheit. Emilio, wir machen uns ernsthaft Sorgen. Ja, seit wir ihn, also, da sie ja jetzt nicht mehr sein Vater sind. Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Entschuldigt bitte die Einmischung. Habe ich das richtig gehört? Timo ist verschwunden? Ja, hat er sich bei dir gemeldet? Nein. Was soll denn das heißen? Er weiß es. Ich warne dich. Wenn du was mit der Sache zu tun haben solltest. Warum sollte ich meinem Enkel einen solchen Schock versetzen? Du wolltest doch von Anfang an. Jetzt lass uns bitte weitersuchen. Ja, aber es ist schon sonderbar. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist, ob es Timo gut geht oder nicht. Und du sagst Bescheid, wenn du was hörst. Und du bitte auch. Ja, selbstverständlich. Danke, komm. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Presse geht grausam mit den Reichen und Schönen um. Wenn die einmal ein Geheimnis erfahren haben, da kennen die kein Erbarmen. Zum Beispiel diese ganzen Details über schmutzige Scheidungen. Spar dir den Atem. Ich werde Dionysos schon nicht trainieren. Und das Recht nicht für das Derby der Lahnsteins reiten. Das will ich auch hoffen. Ach, natürlich, frische Thymian. Ich arbeite seit 2 Jahren auf das Derby hin. Und endlich habe ich ein Pferd, mit dem ich das gewinnen kann. Und das lasse ich mir von dir nicht kaputt machen. Du wiederholst dich. Ich will nur, dass eins absolut klar ist. Wenn du deinen kleinen, schmalen Hintern auch nur einmal auf Dionysos Sattel schwingst, dann erfährt deine Schwester, warum Hagen sich von ihr scheiden Ist ja will. gut. Guten Morgen. Ich will nicht drängeln, aber ich glaube, Christian hat Dionysos schon gesattelt. Ich bin schon unterwegs. Also doch. Was? Ich hatte von Anfang an recht.
Dass du das Derby nicht reiten willst, hat nichts mit uns zu tun. Theresa erpresst dich. Sie will Marlene erzählen, dass wir miteinander geschlafen haben. Wahrscheinlich wirfst du mir gleich vor, dass ich einen Keil zwischen Ricardo und Timo treiben will, weil der Herr Doktor mir den Umgang mit meinem Enkel verboten hat. Mir liegt nur das Wohl meiner Familie am Herzen. Irgendein Kommentar? Wozu? Du hast mir ja schon alles gesagt, was ich wissen wollte. Wahr oder nicht wahr? Das ist hier die Frage. Wem willst du was vormachen? Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Methoden. Und dass Julia außer sich vor Angst ist, scheint dir völlig egal zu sein. Ach, was weißt du schon? Ich kann es gar nicht erwarten, Julias Lächeln zu sehen, wenn ich ihr den verlorenen Sohn wieder nach Hause bringe. Dann weißt du also, wo Timo ist? Nein, noch nicht. Aber dieser Emilio wird mir helfen. Ich muss noch mal nachschauen, was Daumenschrauben auf Spanisch heißt. Es ist nicht wahr, was diese Schmierenreporter schreiben. Irgendwann wirst du all diese Geräte nicht mehr brauchen. Das weiß ich. Und bis dahin werde ich auf dich aufpassen. Auch jetzt. Und ich werde nicht zulassen, dass dein Vater wieder versucht, dein Leben zu bestimmen. Das hast du immer so sehr gehasst. Und ich werde nicht zulassen, dass er dich mir wegnimmt. Begreifst du denn nicht, was es für Marlene bedeutet, wenn sie von uns erfährt? Ja, natürlich. Oder glaubst du, ich bin so herzlos und will, dass sie noch mehr leidet? Oder du? Ich bin jetzt nicht wichtig. Ich hätte es ja sogar verdient, wenn Marlene mich hassen würde. Aber wenn sie erfährt, dass ausgerechnet ich ihr Glück zerstört habe, dann reißt ihr das völlig den Boden unter den Füßen weg. Bitte, du darfst nicht zulassen, dass Theresa ihr die Wahrheit sagt. Ich kann mich aber auch nicht erpressen lassen. Ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich Theresa in die Schranken weisen kann, ohne dass sie... Und wenn Sie noch was anderes brauchen außer dem Thymian, sagen Sie Bescheid, ja? Vielen Dank, das geht schon. Oh. Ich hoffe, ich habe nicht gestört. Nein, ich muss sowieso los. Ich habe noch einen Termin wegen der Fernsehübertragungsrechte beim Derby. Bis später. Na? Alles in Ordnung? Dieser abscheuliche Artikel war ein Schock, aber um die Verhandlung brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die Sachlage ist glasklar. Ja, hoffentlich. Denn wenn nicht, dann habe ich Philipps Leben auf dem Gewissen. Ich meine, schuld bin ich sowieso, aber jetzt gibt es irgendwie noch sowas wie Hoffnung. Wenn die Richter Nico dazu überreden, die Geräte abzuschalten, dann bin ich eine Mörderin. So darfst du nicht einmal denken. Elisabeth weiß Bescheid. Es war ein Unfall. Und wahrscheinlich hätte ich mich genauso verhalten wie dein Vater. Allerdings, wenn ich früher von der Sache erfahren hätte, dann... Habt ihr euch jetzt gestritten, meinetwegen? Ich hätte es begrüßt, wenn dein Vater mich von Anfang an ins Vertrauen gezogen hätte. Aber das soll jetzt nicht deine Sorge sein, Helen. Ja, Elisabeth und ich klären das schon. Ich denke, wir gehen jetzt am besten. Entschuldigt bitte, ich weiß, ihr wollt mich alle unterstützen, aber ich denke, es ist besser, wenn nur Sebastian und Helena mich begleiten. Wir sind eine Familie. Sollten wir nicht Einigkeit demonstrieren? Ja, im Prinzip schon, aber nach dem Artikel möchte ich nicht, dass es so aussieht, dass wir einen ganzen Tross brauchen. Ich denke, Nico hat recht. Je weniger Aufsehen wir erregen, desto klarer wird werden, dass dieser Termin eine reine Formsache ist. Das ist dein Argument. Also, mach dir keine Sorgen. Es wird gut gehen. Ja, wollen wir dann? Stimmt so. Danke sehr. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich noch eine Probe fahre. Gestern war eine Ausnahme. Das war alles noch so frisch, weißt du. Aber jetzt habe ich mich wieder im Griff. Die hätten mir gerade noch gefehlt. Es ist schon okay, wirklich. Ich glaube, ich gehe kurz an die frische Luft. Marlene. Hagen, das würde ich besser lassen.
Erstens konnte ich nicht ahnen, dass ihr hier seid und außerdem wollte ich hier doch nur Hast du ihre immer Jacke. noch nicht kapiert, was es in Marlene auslöst, wenn sie dich nur sehen muss? Ich kann mich doch nicht in Luft auflösen. Leider. Aber du könntest wenigstens ein Mindestmaß an Rücksicht nehmen. Du sorgst dich um dein Musical. Jetzt hör mir mal gut zu. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann wird sich Marlene jetzt in die Musik flüchten, weil es das Einzige ist, was sie überhaupt noch aufrechterhält. Und das hoffe ich sehr. Okay, okay. Nichts ist hier okay. Halt dich von Marlene fern. Und lass dir nicht noch mehr Schläger unter die Gürtellinie einfallen. Meinst du, du kriegst das hin? Darf ich direkt einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit stellen? Bei den Parteien handelt es sich um Personen des öffentlichen Lebens und es gab bereits heute einen Bericht in der Presse. Dem Antrag wird stattgegeben. Den geschmacklosen Artikel in dem Blatt mit den 6 großen Buchstaben habe ich aufmerksam gelesen. Und ich werde nicht dulden, dass Ähnliches aus meinem Gerichtssaal verlautbart wird. Für das Protokoll: Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Veröffentlichung bereits im Gerichtssaal geschossener Fotos oder entsprechender Zitate wird unter Androhung einer Unterlassungsklage ebenfalls untersagt. Der Richter scheint fair zu sein. Wenn Sie den Saal bitte auch verlassen würden. Entschuldigung, das ist meine Cousine. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn... Ich beantrage, Gräfin Helena von Lahnstein von der Ausschlussregelung auszunehmen. Die Gegenseite Einwände? Keine Einwände. Gräfin Helena von Lahnstein kann bleiben. Hiermit erkläre ich die Verhandlung zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Vorsorgevollmacht, die Gräfin Nicola von Lahnstein für ihren Ehemann Prinz Philipp zu Hohenfelden innehat, für eröffnet. Checken Sie es nicht, ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich hier bin? Von Emilio. Aber ich musste ihm androhen, ihm das linke Ohr abschneiden zu lassen. Es könnte also sein, dass man deiner Omi Mafiosi-Methoden andichtet. Ach, und jetzt will meine Omi, dass ich schön nach Hause gehe, weil die sich da unglaubliche Sorgen machen, ja? Nö, die sollen sich ruhig ein bisschen Sorgen machen. Solange ich weiß, dass es dir gut geht. Ich finde es nämlich nicht ganz fair, dass Ricardo dir die ganzen Jahre verschwiegen hat, dass er nicht dein leiblicher Vater ist. Sie wussten auch, dass er nicht mein Vater ist? Und ich war der einzige Idiot, dem man es nicht gesagt hat, oder was? Es war nicht meine Aufgabe, dir die Wahrheit zu sagen. Das hätte der tun sollen, der die ganzen Jahre behauptet hat, er sei dein Vater. Ach, wir machen alle Fehler. Du sollst wissen, ich bin immer für dich da. Und falls du Emilio siehst, sag ihm, das mit dem Ohr hat sich erledigt. Theresa hat Dana erpresst? Ich hatte neulich schon mal so einen Verdacht. Aber dann hat Dana abgestritten. Und ehrlich gesagt habe ich es Theresa auch nicht zugetraut. Beziehungsweise, ich wollte es ihr wohl nicht zutrauen. Also wenn du mich fragst, gehört sie dafür gefeuert. Das stimmt. Nun muss man dazu sagen, dass ich mich meiner Frau gegenüber... Du weißt schon, ich habe gerade erst wieder gesehen, wie sehr ich sie verletzt habe. Und ob du es glaubst oder nicht, ich schäme mich. Ich weiß, es geht um Dana. Ich meine nicht, dass ich mich meiner Gefühle Dana gegenüber schäme. Es ist wohl eher sie, die den Tag verflucht, an dem wir beide... Naja, lassen wir das. Hagen, ich kenne das. Jedenfalls darf Marlene auf keinen Fall erfahren, was mit Dana und mir gelaufen ist. Das bin ich nicht nur ihr, sondern auch Dana schuldig. Sie müssen mir die folgende Frage nicht beantworten. Aber wenn Sie in der Lage Ihres Mannes wären, würden Sie wollen, dass er Sie mit allen Mitteln am Leben erhält? Nein. Wir haben darüber gesprochen und ich bin ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Vielleicht bin ich auch deshalb Fotografin geworden. Ich möchte den Moment einfangen. Das ist für mich das Wichtigste. Und das wollen Sie Ihrem Mann nicht zugestehen? Werte Kollegin, das hier ist kein Kreuzverhör. Wenn Sie sich bitte zurückhalten würden. Fahren Sie fort.
Philipp ist ganz anders als ich. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich in ihn verliebt habe. Und warum ich ihn liebe. Er glaubt an das Unmögliche. Und wie wir wissen, wird so manches möglich. Er kämpft, das weiß ich. Und ich weiß, dass er nicht aufgibt. Er ist niemand, der aufgibt. Aber aus medizinischer Sicht ist das vollkommen aussichtslos. Bei dieser Verhandlung geht es nicht um die Feststellung des medizinischen Zustands des Patienten. Worum geht es sonst? Mein Sohn ist tot. Begreif das, Nicola. Was du tust, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir verhandeln hier die Befähigung seiner Ehefrau, ihrer Vorsorgevollmacht angemessen nachzukommen. Also setzen Sie sich. Bitte. Diese Bande sollten wir verklagen. Das ist pietätlos und ehrabschneidend. Das war Themen, mit denen du dich ja bestens auskennst. Könnt ihr wenigstens heute davon absehen, euch gegenseitig zu zerfleischen? Zu dem ich in dem Fall Ansgar ausgesprochen recht gebe. Was für ein Glück, dass wir einen Anwalt in der Familie haben. Nachdem er Nico vertreten hat, kann er jetzt Hagen aus der Ehe boxen. Falls er und Marlene sich tatsächlich scheiden lassen. Was wir natürlich alle nicht hoffen. Wieso? Du findest sonst auch alles toll, was dein Lieblingssohn so macht. Ich finde Hagens Eheprobleme ausgesprochen bedauerlich. Aber das gehört nicht hierher. Entschuldige, wenn ich meine Meinung sage, aber Hagen hat sich benommen wie ein Arschloch. Natürlich. Dir wäre es ja lieber gewesen, hätte deine Premiere abgewartet. Dann hättest du die tollen Kritiken einsacken können und hinterher hätte dann die zweite Besetzung übernommen. Sind wir hier in einem Experiment über dysfunktionale Familien? Wenn ich euch daran erinnern darf, gerade jetzt entscheidet sich Philipps Schicksal. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Mein Sohn ist hirntot. Das haben führende Spezialisten zweifelsfrei nachgewiesen. Und ich... Mein Körper ist voller Metastasen. Ich werde sterben. Meiner Frau steht ein unglaublicher Verlust bevor. Das ist sehr bedauerlich. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das mit dem hier und heute zu entscheidenden Vorgang nichts zu tun hat. Worum soll es hier denn sonst gehen, wenn nicht um den Tod? Und ich will nicht sterben, wenn ich weiß, dass Philipp hier auf Erden in seinem Körper gefangen gehalten wird. Sie respektiert den Menschen nicht, der ein Werk Gottes ist. Sie betreibt das Handwerk des Teufels. Fürst zu Hohenfelden, darf ich Sie bitten, sachlich zu bleiben? Sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen das Wort zu entziehen. Dionysos war eben im Schnitt fast 2 Sekunden schneller und das 3-mal über die volle Derby-Distanz. Sehr schön. Dann werden wir morgen vergleichen, welches Tempo er geht, wenn Dana ihn reitet. Dana? Aber wieso? Ich meine, die will Dionysos doch überhaupt nicht reiten. Sie meinen, Sie wollen nicht, dass sie das tut. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede davon, dass Sie ihr gedroht haben, Marlene von Dana und mir zu erzählen. Denken Sie nicht mal daran. Noch gebe ich Ihnen die faire Chance, bis zum Derby zu beweisen, dass Sie die Bessere sind. Aber wenn Marlene auch nur ein Wort von Dana und mir erfährt, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie nicht nur hier Ihre Sachen packen müssen. Sondern? Dann können Sie in ganz Europa keine Rennen mehr reiten. Ach, und Sie glauben, Sie können das so einfach? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Sie wissen das auch. Unterschätzen Sie nicht das Wort eines von Lahnsteins. Wenn ich besser bin als Dana, dann reite ich das Derby. Verstehst nicht? Ich verstehe nicht, warum du dir nicht einmal vorstellen kannst, dass deine Mutter etwas mit dem Auftauchen der Geburtsurkunde zu tun haben könnte. Ricardo, du siehst Gespenster. Es ging um die Ausschreibung einer Flugschule. Er hat die Geburtsurkunde im Zentrum gefunden. Was soll Clarissa damit zu tun haben? Vielleicht hat sie, Hallo? wenn man vom Teufel spricht. Eine gute Nachricht. Ich habe Timo gefunden. Wie geht es ihm? Wo ist er? Es geht ihm gut. Aber er ist noch ziemlich wütend auf euch. Ist er das? Aber ich bin mir sicher, wenn ich noch mal mit ihm rede, kommt er nach Hause. Weil du mit ihm redest. Und wo will er so lange schlafen? Von Timo. Ich brauche erst mal Zeit für mich. Lasst mich alle in Ruhe und sucht nicht nach mir. Ich werde ihn finden. Warte. Ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Weißt du, was Hagen eben gemacht hat?
Der hat mich erpresst. Er dich? Ja, wenn ich nicht zulasse, dass Dana ab jetzt auch auf Dionysus trainiert, dann sorgt er dafür, dass ich nirgendwo mehr einen Job kriege. Das ist doch der Hammer, oder? Nein, das ist eine super Idee. Wie super Idee. Pass mal auf, ich weiß genau, dass du Dana erpressen wolltest. Also hör auf mit deinen blöden Spielchen. Was? Und wenn du mich fragst, kannst du froh sein, dass Hagen dir überhaupt noch eine Chance gibt. Wenn ich der Boss wäre, ich würde dich feuern. Ja, doch, ja. Du reitest. Was? Darf ich reinkommen? Ja, sicher. Sind wir allein? Ja? Also, ich habe mir Theresa zur Brust genommen. Sie wird Marlene kein Wort sagen. Darauf kannst du dich verlassen. Was, wie hast du das denn geschafft? Ist nicht so wichtig. Es reicht, dass du weißt, dass du wieder ruhig schlafen und vor allem, dass du dich aufs Training konzentrieren kannst. Das heißt, dass ich das Derby reiten kann? Ich habe einen fairen Wettkampf ausgerufen. Wer im Training besser ist, der reitet das Derby. Aber ich zweifle keine Sekunde daran, dass du das sein wirst. Ja, ich gehe dann mal wieder. Du wirst es allen zeigen. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn Sie keine Einlassungen mehr haben, dann zieht sich das Gericht jetzt zur Beratung zurück. Herr Vorsitzender, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Argumente ihr Gehör gefunden haben. Das zu entscheiden überlassen Sie bitte mir. Selbstverständlich. Aber zuvor möchte ich noch einen Zeugen aufrufen lassen. Jetzt? Ja. Es ist meiner Schwiegertochter gelungen, sich als eine besonnene Frau darzustellen. Ein Eindruck, der nicht von ungefähr kommt, wie ich betonen möchte. Verzeihung, aber weder mir noch meiner Mandantin wurde ein Zeuge angekündigt. Genauso wenig dem Gericht. Insofern muss ich leider den Antrag... Wir konnten den Zeugen eben erst ausfindig machen. Das kann ich bestätigen. Und der Mann kann bestätigen, dass Nicola von Lahnstein psychisch instabil ist. Ich muss doch sehr bitten. Sie ist nicht in der Lage, rationale Entscheidungen im Sinne meines Sohnes zu fällen. Wenn das so ist, dann machen wir eine Ausnahme. Der Zeuge darf gehört werden. Um wen handelt es sich? Ich möchte Herrn Klaus Hillebrand in den Zeugenstand rufen lassen. Herrn Klaus Hillebrand bitte in den Zeugenstand. Danke. Herr Hillebrand, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sollen sehen, was Sie getan haben.